So, es wird Zeit für das erste Paket. AliExpress. Eine intelligente LED-Leiste. Wer braucht es nicht? 40 cm. Hätte ich mir auch denken können. Dann aufladbar, USB-C. Es soll, laut Anzeige waren es mehrere Farben. Schauen wir doch einfach mal, was das denn alles hat und kann. Okay. 15 cm würde ich sagen. Was ist denn da? Okay. Ich soll bitte die Anleitung lesen. Gut. In winzig kleinem Englisch. Immer diese chinesischen Mini-Anleitungen. Oh, okay. Magnetisch. Irgendwo hier sind Magnete eingearbeitet. Brauche ich jetzt gerade nicht, aber hier der Bewegungssensor. Batterien kann man nicht entwenden. Hier auf der Unterseite sieht man das USB-C. Man hat hier einen USB-C-Port. Und dann hier den Einschalter und die Helligkeit oder eventuell Farbe. Okay. Oh, man sieht das jetzt nicht von der Kamera. Schwierig zu zeigen jetzt gerade. Man sieht hier jedenfalls die ganze Reihe an Doppel-LEDs. Einmal eine bläuliche und einmal eine gelbliche. Jetzt sieht man nur die bläuliche, jetzt nur die gelbliche und jetzt gemischt. Ah. Funktioniert. 15 Sekunden, 20 Sekunden. Oh, reagiert. Ja, es fühlt sich zumindest wirklich an wie Aluminium. Ich glaube, das ist Aluminium. Ah, hier ist noch eine Folie drauf. Ich wollte schon sagen, das ist alles so verkratzt. So irgendwo am Rand für Treppen oder sowas. Die paar Euro? Absolut. Absolut. Direkt eine positive Überraschung. Was ist das? Das ist ein Parfümstift. Offiziell für Reisen. Das heißt, ihr könnt euer Parfüm umfüllen. Bedeutet, dass ihr nicht eure große Flasche mitnehmen müsst. Inoffiziell wird damit geworben, dass man in ein Geschäft geht und die Proben einfach zwackt. Was in Deutschland aber Diebstahl wäre, auch wenn es Gratisproben sind. Von daher nur mit den eigenen. Hier unten ist diese Pumpeinheit. Ihr nehmt den Stöpsel ab, da habt ihr hier diesen Stöpsel. Und damit könnt ihr das einfach aufpumpen und dann habt ihr es hier drin im Fläschchen. Hier im Fenster ein paar Tröpfchen. Hier ist jetzt der Füllstand, definitiv was drin. Ja, ja, funktioniert. Könnt ihr jetzt mit auf Reisen nehmen. Ich bin jetzt überrascht, vielleicht war meine Auswahl einfach zu safe. Ab zum nächsten. Und da haben wir dieses Plop-Spielzeug. Zeig mal. Fast Push Puzzle Game. Also es leuchten Punkte auf und die muss man ganz schnell reindrücken. Da bin ich mal. Oh. Immerhin schon mal die richtige Variante. Okay. Ach, man drückt hinten. Okay, manuelles Zurückdrücken dieser Blasen. Der Hinterkopf sieht auch aus wie schon mal eine Haarverpflanzung hinter sich. 3 AAA-Batterien. Machen wir erstmal den Test. Oh. Welcome to the puzzle game. Ja, wann ist das jetzt vorbei? Dieses Reindrücken, das muss man richtig fest machen. Das ist irgendwie bekloppt, aber irgendwie macht Spaß für diese 3 Euro, für die man das Gerät bekommt. Kann man Schlimmeres kaufen. Man muss halt richtig reindrücken. Also wenn man nur so reindrückt, dann bringt das nichts. Man muss richtig Druck geben, damit das Teil erkannt wird. Irgendwie cool. Da gibt es denn echt gar nichts, das heute mal richtig scheiße ist. Ich habe zwar noch was. Geschenkpapierschneider, also wo man einfach nur die Rolle einlegt. Hat jeder bestimmt schon mal bei Instagram gesehen oder in der Werbung. Kostet ein paar Cent.
kann mir vorstellen, dass ein paar Mal die Klinge stumpf ist. Allerdings, ich habe kein Geschenkpapier hier, von daher kommt das erstmal an die Seite. Aber ich habe noch ein. Ach Gott, wie nennen die es? Ich kann es. Xiaomi Mai Tao Tao. Nee, das ist. Nee. 8,5 Zoll Maltablet mit Farbe. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich habe einfach gedacht, komm, das nimmst du. Die, was weiß ich, 2,50 oder was auch immer gepasst hat. Packung sieht jetzt aber erstmal aus wie ein Schutzglas für ein Tablet drin wäre. Painting Graffiti Practice. Man sieht es hier schon. Rette 3 Bäume. Man spart bis zu 100.000 Papiere. Bin ich mal gespannt, denn das Ganze kam ein bisschen verbogen an. Ich habe keine Ahnung, auf welcher Technik das basiert oder wie genau. Ja, da. Okay, einfach nur Druck. Oh. Ja, da werden wir mal kreativ, ne? Hier endet mein Zugehörigkeitsbereich, denn ich bin absolut unkreativ. Okay, schon mal dumm angefangen. Warum sieht das jetzt mehr nach Kinderschrift aus? Sieht man hier, das ist alles vorgegeben. Ein absolut cooles Pferd ist so Ohren. Dann so. Und ja, da ist so. Ne? Schenkel. Dann kommt hier so das Bäuchle. Oh, hier wieder so ein Schenkel, Bein. So ist und hier ist noch ein Auge. Schwanz. So ungefähr. Das sieht aus, als wenn irgendwie, ich weiß es nicht, ein Pferd ein Techtelmechtel mit dem Ottifanten hatte. Muss ja noch die anderen Beine. Ja, hier auch noch so. Dann machen wir hier noch. Na, nicht, was ihr denkt. So hier. Bein. Ach, der Schenkel ist ja auch nicht da. Das ist ja bekloppt. Das ist Ulf. Ulf the Horse. Und was ist jetzt Shot Storage? Habe ich was hier nicht gesehen? Shot Storage. Meinen die damit einfach nur, dass das bleibt? Machen wir noch hier. Lebensschönster Zeitvertreib. Warme Brust im Leib. So. Geben wir ihm noch einen Unterkiefer, dann sieht das vielleicht alles besser aus. Ihr müsst aber zugeben, Ulf the Horse hat was von einem Dobermann, oder? So die Muskulatur und so. Vielleicht nicht das Schwänzle, aber Dobermann? Ja, also nicht schlecht. Was ist mit China los? Ich bestelle Scheiße, ich gebe dafür fürs Gesamtpaket 10 Euro aus, inklusive Versand, und kriege brauchbare Dinge. So, liebe Ali, Express. So, das war das AliExpress-Video. Weiter geht's mit Temu. Es ist jetzt einige Wochen her, dass ich bestellt habe und ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Fangen wir mal an mit dem Quality Check Pass LED Portable Photo Studio mit einer LED. Ja, was ist das? Das ist so eine kleine Fotobox, die man aufbauen kann.
womit man dann halt schöne Fotos machen kann. Hier erstmal ein Qualitätssiegel. Da hat jemand wirklich, das bedeutet, da ist wirklich ein Top-Produkt drin. Und jetzt bin ich echt mal gespannt. Mal eine Tragetasche. Ich bin vielleicht ein kleiner Idiot dafür, dass ich, wenn da steht 30 cm oder irgendeine Maße, dass ich das hier zu groß einschätze. Hier die LED-Leiste mit, oh, das sehe ich jetzt erst. Sieht man das? Micro-USB-Anschluss. Heißt diese kleine Box, wenigstens ein Kabel dabei. Ich denke mal hier, da wird man das einfach nur kurz zusammenstecken. Hier oben ist noch Platz für ein extra Licht, glaube ich. Und hier haben wir jetzt verschiedene Farben an Hintergründen, die wir einklemmen können. Dieses billige, durchsichtige, also es hat nicht diesen durchgängigen weißen Stoff, sondern das hier ist wirklich absolut durchsichtig. Weiß, rot, gelb, grün, schwarz und blau. Egal, probieren wir mal aus. Und das wäre ja so. Ja, da haben wir die Falte. Und an. Ui, weißes Licht, immerhin. Sieht man das? Und ich werde jetzt ein professionelles Fotoshooting von ein bisschen Nasenspray machen. Bitte hier reingucken. Ich habe hier mein absolut professionelles Nasenspray. So, Foto geschossen. Ich werde es jetzt mal hier einblenden. Und dann könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen, wie grandios diese kleine faltbare Fotobox-Schachtel ist. Immerhin gibt es eine Einkaufstüte dazu. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das ist. Es fühlt sich... Was habe ich da gekauft? Okay. Ich erinnere mich. Habe ich schon häufiger auf Amazon gesehen. Das ist so ein kleines Schweinchen, das man malträtieren kann, das man quälen kann, das man schlagen kann und die Aggression dran auslassen. Genau dafür ist es da. Was ich allerdings jetzt... Irgendwie tut mir da was weh. Was ist da los? Aber jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass dort Sand drin ist. Die Dinger kosten bei Amazon 15 bis 20 Euro. Okay, hier schon mal eine Pläte. Armes Schwein. Also. Es ist halt ein Missbrauchsschwein, das ist alles. Mehr kann es nicht. Es steht, es kann einiges ab. Wer Aggression loswerden, der braucht das Ding hier. Da ist er platt. Ab zum nächsten Artikel. Ehrlich gesagt ist das kleiner als ich dachte. Rotate Orbit, White Noise. Ganz im Ernst, das ist jetzt der erste Artikel, wo ich denke, das ist die 1, 2, 3 Euro gar nicht wert. Also da schämt sich selbst auf dem Jahrmarkt der Pferderennenbudenbesitzer dafür, dass er euch Geld abgenommen hat. Außer es gibt einen Trick, den ich einfach nicht kenne. Was für ein Scheißmüll. Da. Nächstes. Das Magnetic Art and Design. So, da werde ich jetzt kreativ gefordert. Ach du Scheiße. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Schade. Schade. Can you create then 72 shapes? Can you create... What? Bro, what are you talking about, man? Kommst du raus? Auf den Bildern sah das leuchtend aus und ich habe gedacht, cool. Batterie drin. Aber der Ali oder der Temu sagt, nee, 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 nee. Ist nur gedruckt. Da sind irgendwelche Kügelchen drin. So. Ich habe den Schwan hinbekommen. Ich habe den Brief hinbekommen. Ich habe den Pferdekopf hinbekommen. Man hört schon, wie der Kleber sich löst. An so manchen Stellen. Ist echt nicht mal gut geklebt. Was für ein Scheiß.
Ich habe den Stern hinbekommen. Was für ein Müll ist das? Weg damit. Nächster Artikel. 3D Quicksand Flow Aesthetics. The World in a Grain of Sand. Von dem Cover kann man sich jedenfalls noch nicht vorstellen, was es ist. Ich erinnere mich, was es ist, aber dass es so klein ist. Da-da-da. Play with the correct method of quicksand painting. Das ist es. Ja komm, das ist schon ein bisschen cool, oder? Macht man dann hier rein. In Blau, hat ein bisschen Glitzergold. Da zerläuft das in unendlichen Farben, die einen das Universum direkt nahe bringen. Eine Wand aus blauer Melasse zerläuft im Universum an Sternen. Ich kann deine Zukunft daran lesen, wenn ich dran drehe. Zukunft wird besser. Ehrlich gesagt, ich habe gedacht, das wäre beleuchtet. Frisbee. Ist Frisbee. Das wäre beleuchtet, ein schönes Deko-Element. Ich habe gedacht, das wäre so. Aber jetzt, nächster. Battery IP Camera. Was hier nicht drauf steht, ist, dass da steht Mini-Kamera. Und ich habe mir immer gedacht, Hi-Fi, Mini, Akkulaufzeit. Ach du Scheiße. Oh, wo ist es jetzt hingeflogen? So. Das absolut billigste vom Billigen. Eine Anleitung liegt bei, wenn man schon direkt auf Chinesisch begrüßt wird und mit 2,3 Sternen. Was sagt denn die Bewertung? Gute und schnelle Verbindung. Schlechte Übersetzung. Oh, gut. Funktioniert einwandfrei. App wurde aktualisiert und funktioniert. Da sieht man noch hier MicroSD-Slot. Mode. On- und Off-Knopf. Da, 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 da. Und was ist das denn? Snippes. Gerät hinzufügen. Bluetooth, das muss reichen. Netzwerk wird konfiguriert. Da ist jetzt irgendein Chinese, der bestätigt erstmal, ja, Verbindung hergestellt. Und der schaut mir auch direkt zu. Komplett hinzugefügt. Bitte wählen Sie Ihren Gerätenamen aus. Die Tür. Hi. Ich sitze gerade auf Klo. Oh, mir schaut jemand auf Toilette zu. Was ist das denn für eine komische Linse? Jetzt nehme ich auf die MicroSD-Karte. Ich möchte es eigentlich gar nicht aufnehmen. Jetzt nehme ich auf die MicroSD-Karte. Ich möchte es eigentlich gar nicht aufnehmen. Full HD, da bin ich mal gespannt, was die Kamera denn so kann. Ah, hallo. Oh, mir in die Augen. Immerhin eine MicroSD-Karte dabei, die direkt Kontakt nach China aufnimmt. Wireless Lavalier Mikrofon. Wireless. Wer es noch nicht gewusst hat, Wireless. One-to-one. One-to-two. One-to-two. Ja, also jetzt Rode und DJI. Jetzt haben die ein bisschen Angst hier, ne? Wenn jetzt die große Konkurrenz aus China kommt, ja gut, DJI ist eh chinesisch. Ich werde das lustigerweise mal mit meiner Actioncam verbinden. Also, immerhin das erste Gadget mit USB-C. Eine Klammer dran, die man absolut nicht drehen kann. Und hier der kleine Stöpsel. Hier habt ihr direkt das Mikrofon und der Windschutz. Wieso hat das eigentlich so viele Klebeglanzstellen? Ich werde es mit meiner Actioncam ausprobieren und dann das Video jetzt abspielen, inklusive dem Sound. Falls es funktioniert, werdet ihr es jetzt hören. Hallo und herzlich willkommen. Ich spreche gerade in das kleine chinesische Mikrofon. Hört man mich flüstern. Das ist die Audioqualität. Wie klingt es? Test 1, 2, 3 von 10 cm Entfernung. Das ist der Test. Finden wir es heraus. Ja, kein Display. Warum ist das da? Was ist das? Wenn ich jetzt diese Geräte zusammenschließe, habe ich dann unlimitierte Power?
Oh. Okay. Ich erinnere mich, ich habe mal so Videos gesehen, wo so welche auf was weiß ich, 10 Nanometer genau diese Metalle geschnitten haben und Spaltmaß knapp mehr als ein paar Nanometer. So, durchgespielt. Woo! Cubic Fidget Spinner. Wow, das ist jetzt bisher der coolste Effekt. Woo! So, das war's mit unserem Unboxing AliExpress Temu. Hat gut angefangen, beziehungsweise besser angefangen als gedacht. Ist dann aber auch schnell wirklich bergab gegangen. Mein persönliches Highlight ist wirklich das Schwein. Einfach nur, weil es Ähnlichkeit hat zu mir. Und ansonsten vielleicht das Mikrofon. Da muss man halt noch ein bisschen mehr rumexperimentieren, wie das ist mit der Soundqualität, Lautstärke, Reichweite. Und das werde ich mir mal angucken. Ansonsten, wie immer gilt, glaubt nicht den Bildern auf den Webseiten, glaubt nicht den Fake-Kommentaren und Bewertungen auf der Seite und vor allen Dingen glaubt auch nicht, dass ihr das wirklich so bekommt, wie ihr es bestellt. Wenn es ankommt und so ist, wie es dargestellt wurde, habt ihr Glück gehabt, top. Es ist aber Wahrscheinlichkeit wirklich einfach nur billiger Schrott. Zumindest, wenn ihr so im 5 bis 10 Euro Bereich seid oder noch weiter drunter. Naja, das war's jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Eure Erfahrung mit AliExpress und Temu. Habt ihr Schrott bekommen? Habt ihr vernünftige Dinge bekommen? Habt ihr was Falsches bekommen? Was ist so euer Eindruck? Lasst es in den Kommentaren da. Bis zum nächsten Video und frohe Weihnachten. Ciao.